Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Episode. Heute dreht sich alles um das Thema Angst rund um das Coronavirus. Vielleicht kennst auch du Angstgefühle, Angst davor, dich anzustecken, vielleicht auch Angst um deine Liebsten, um deine Familie oder deine engen Freunde und Freundinnen. Vielleicht hast du aber auch Angst vor der Zukunft und der Ungewissheit und weißt nicht recht, was auf uns zukommt und fragst dich, wann und ob wird jemals wieder Normalität einkehren. Genau darum soll es heute gehen. Wir möchten dir ein Stück Normalität zurückgeben, ein Stück Normalität in deinen Alltag bringen. Mein Name ist Kerstin Jäger, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin bei InstaHelp. Neben mir ist mein Kollege Dr. Jonas Schuler. Er ist Mediziner und Diplompsychologe. Jonas, wie geht es dir eigentlich mit dem Thema Angst? Erlebst du auch Angst für dich persönlich oder Angst bei deinen Patienten und Patientinnen? Also Angst spielt eine riesengroße Rolle bei mir in der Praxis. Es ist so, dass immer mehr Patienten zu mir kommen und Fragen stellen, die sich danach richten, wie es wohl sein wird, wenn sie irgendjemanden von der Familie anstecken, ob sie jetzt vielleicht sogar auf die Intensivstation müssen, weil sie das im Fernsehen zum Beispiel sehr oft hören. Und ich habe dann ein großes Problem, und zwar jenes, dass ich die medizinische Information, die für sie wichtig wäre, nicht bis zu ihnen hinbekomme. Und hier ist anscheinend die Angst so ein großes Thema, dass es für die Personen nicht mehr möglich ist, in irgendeiner Weise hier realistisch zu denken. Deswegen frage ich dich am liebsten gleich, was macht diese Angst mit uns und wie könnten wir da am besten vorgehen? Ein sehr guter Punkt, Jonas. Bevor ich allerdings ganz konkret auf die Geschichte deiner Patientin eingehe, möchte ich versuchen, ein bisschen Partei zu ergreifen für die Angst. Die Angst ist in unserer Gesellschaft leider relativ unbeliebt, was sehr schade ist, weil die Angst, so wie viele andere Emotionen, eigentlich ganz wichtige Botschafter sind und uns das Signal gibt, dass wir auf uns aufpassen sollen. Die Angst mobilisiert unseren Körper und gibt uns die Ressourcen und Kräfte, die wir brauchen, um uns zu schützen und um ganz aktiv etwas dazu beizutragen, auf uns gut aufzupassen. Hätten wir nämlich tatsächlich überhaupt keine Angst, dann würden wir sehr wahrscheinlich den ganzen Tag ziemlich viel Blödsinn machen und würden damit unser eigenes Leben und das Leben unserer Mitmenschen in Gefahr bringen. Vor diesem Hintergrund komme ich jetzt zu deiner Patientin zurück. Das heißt, versuch mit ihr gemeinsam ihre Angst zu ergründen und kennenzulernen. Versuch vielleicht die Welt durch ihre Augen zu sehen und versuch herauszufinden, wovor sie eigentlich genau Angst hat. Erarbeite mit ihr Antworten auf die Fragen, wovor hat sie ganz genau Angst, wie realistisch und wie begründet sind ihre Befürchtungen. Versuche da aufzuklären und zu entkräften und ihr Wissen zu vermitteln, was sie selbst ganz aktiv unternehmen kann, um sich zu schützen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn sie sich von dir ernst genommen und angenommen fühlt, dann wird es dazu beitragen, ihre Angst zu lindern. Und wenn die Emotion nicht mehr so intensiv ist, dann ist sie auch aufnahmefähig für dein Wissen und für das, was du ja eigentlich wirklich vermitteln möchtest. Auch bei mir in der Beratung spielt Angst natürlich eine ganz große Rolle. Bei mir geht es eigentlich häufiger darum, dass Menschen versuchen, dem Coronavirus mit aller Macht ausweichen zu wollen. Die entwickeln dabei dann oft sehr irrationale Verhaltensweisen, wo ich mir manchmal nicht sicher bin, ist das noch gut, ist das im Sinn der Maßnahmen, ist das vielleicht schon zu viel. Da fällt mir zum Beispiel die Geschichte eines jungen Mannes ein Patient von mir, der eigentlich sehr sportlich war. Und was ich sehr gut gefunden habe, dass er auch im letzten Lockdown noch sehr viel unterwegs war, laufen gegangen ist. Mit der Zeit haben sich seine Ängste aber so intensiviert, dass er sich nicht mehr hinausgehen traut, weil er Angst hat, wenn er laufen geht, jemand läuft an ihm vorbei, atmet ihn vielleicht an, dass das Coronavirus durch die Luft fliegt und ihn so erwischt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt das Wissen, ihm darauf wirklich eine fundierte Antwort geben zu können. Was würdest du sagen? Wie kann man da entkräften? Also in diesem Beispiel kann ich, glaube ich, schon ein bisschen Angst nehmen. Es ist nicht realistisch, dass die Viruslast, also die Anzahl von Viren, die benötigt werden, um uns zu infizieren, hoch genug ist, wenn jemand an uns vorbeigeht oder vorbeiläuft. Im Endeffekt gibt es 3 mögliche Übertragungswege des Virus. Erstens Tröpfcheninfektion. Beim Reden, Singen, aber auch Husten und Niesen stoßen wir immer wieder mal bestimmt große Wassertröpfchen aus. In diesen Wassertröpfchen befinden sich die Viren und diese können dann über unsere Schleimhäute im Mund-Nasen-Bereich in unseren Körper eindringen. Wie schütze ich mich davor am besten? Erstens Maske tragen, so werden viele dieser Tröpfchen bereits von der Maske abgefangen. Und zweitens Abstand halten, denn diese Tröpfchen fliegen nicht unendlich weit durch die Gegend, sondern in den meisten Fällen in etwa 1,5 bis 2 Meter maximal.
Der zweite Weg der möglichen Übertragung ist über die sogenannten Aerosole, was du schon vorher angesprochen hast. Das bedeutet, wenn wir atmen, ist es so, dass wir auch hier winzige Wassertröpfchen, die noch ein Zehntel kleiner sind als die von vorhin, ausstoßen und diese so leicht sind, dass sie in der Luft schweben können, mehr oder weniger. Aber auch hier ist es so, dass sie in den meisten Fällen in diesem Bereich, wo sie abgegeben werden, bleiben. Und deswegen ist es so dermaßen wichtig, dass ich mich nach Möglichkeit nicht mit ein oder mehreren Personen in demselben, vielleicht auch noch kleinen Raum, der schlecht belüftet ist, aufhalte. Denn dann wird die Infektion immer wahrscheinlicher. Das ist gut verständlich. Wie ist es denn dann, wenn ich beispielsweise einkaufen gehe? Die Einkaufswegen müssen ständig desinfiziert werden, überall stehen Desinfektionsspender herum. Ich bringe jetzt ein ganz persönliches Beispiel. Ich gehe einkaufen, ich greife den Griff des Einkaufswagens an, anschließend den Schlüssel, anschließend mein Lenkrad und wenn ich nach Hause komme, habe ich das Gefühl, ich muss die Hände so hoch tun, bevor ich endlich dazu komme, mich zu desinfizieren. Ist es notwendig? Macht das überhaupt Sinn? Oder? Ja, dieses Problem kenne ich auch selbst von unseren Krankenhauskollegen. Ich würde sagen, jein. Also hierzu muss ich sagen, das Coronavirus ist ja nicht das einzige Virus, das irgendwie in unserer Welt besteht. Grundsätzlich sind diese Hygienemaßnahmen sehr sinnvoll. Regelmäßiges Händewaschen, vielleicht auch desinfizieren, wenn ich von außen nach Hause komme, reduziert deutlich eben diese Viruslast und schützt uns vor Infektionen. Aber vielleicht die gute Nachricht, gerade das Coronavirus ist bei dieser Art von Infektion, man spricht ja auch von Kontakt- oder Schmierinfektion, nicht besonders anfällig. Das heißt, in diesem Fall kann ich vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, wenn jetzt nicht gerade jemand auf deinen Einkaufswagen niest oder hustet und du vielleicht mit deinen Händen hier in diesem Sud badest und dir dann mit den Händen ins Gesicht greifst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du dich damit anstecken kannst. Das wirft für mich eine weitere Frage auf in dem Zusammenhang, auch wieder eine ganz persönliche. In dem Sud herumgreifen. Meine Kinder beispielsweise greifen ständig in irgendwelchen grausligen Sud herum. Und ich habe oft das Bedürfnis, ihnen auch die Hände zu desinfizieren oder sie irgendwie umzuziehen, wenn sie irgendwo am Boden herumgeklettert sind. Macht das Sinn? Ist das notwendig? Muss ich auch hier ganz besonders hygienisch vorgehen? Ja, sagen wir so, auch hier ist es natürlich nicht sinnlos. Also es ist sinnvoll, wenn wir versuchen, Bakterien und Viren von unseren Händen oder unseren Körpern wegzubekommen. Aber gerade bei Kindern ist es oft schwierig einzuschätzen, inwiefern kann das Immunsystem dies aufnehmen und inwiefern ist dieses Immunsystem noch so sehr in der Entwicklung, dass es manchmal sogar diese Erreger braucht, um besonders stark zu werden und in weiterer Folge im Erwachsenenleben perfekt zu funktionieren. Also meine Empfehlung dazu, durchaus die Kinder hygienisch erziehen, aber bitte nicht übertreiben und panisch werden. Aber beim Thema panisch werden passt vielleicht gleich dazu, dass ich merke, dass sogar wir Erwachsenen irrsinnige Probleme haben, mit so einer riesen Informationsflut, die auf uns einprasselt, irgendwie umzugehen. Wir wissen nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist für mich wichtig und was überhaupt nicht. Wie geht man da denn am besten mit Kindern um? Das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr wichtige, weil natürlich all die Informationen, die wir hören, auch unsere Kinder wahrnehmen. Wir glauben immer, ach, die Kinder, die spielen im Nebenzimmer, die kriegen eh nichts mit. In Wahrheit bekommen Kinder alles mit. Sie sprechen nur nicht so offen drüber. Aber es macht was mit ihnen, all das, was sie hören. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, auch mit den Kindern ganz offen über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht setzt man sich einfach regelmäßig in der Familie zusammen und fragt die Familienmitglieder, wie es ihnen geht, ob sie Ängste, ob sie Fragen haben. Und dann sollte man auch, natürlich kindgerecht, aber trotzdem offen und ehrlich erklären, was wirklich Sache ist. Ich muss die Situation, so wie sie jetzt ist, nicht verschönern, sondern ich kann es genauso darstellen, wie es wirklich ist. Auch Kinder wollen einen sinnvollen Beitrag leisten. Kinder freuen sich unglaublich, wenn sie helfen dürfen. Das heißt, wenn ich meinem Kind vermittle, du tust etwas Sinnvolles, wenn du beispielsweise ausnahmsweise nicht zur Oma darfst oder wenn du dir regelmäßig die Hände waschst, dann hilfst du mit, dieses Virus zu bekämpfen, dann kann man wahnsinnig hohe Motivation bei den Kindern erzeugen. Dazu ist es natürlich wichtig, dass auch ich selbst als Mutter genau weiß, was notwendige Maßnahmen sind, dass ich mich gut auskenne und fundierte Informationen an mein Kind weitergebe. Das heißt, ich gebe mich nicht einfach der Nachrichtenflut hin, sondern ich versuche ganz gezielt herauszufiltern, welcher Quelle möchte ich vertrauen und wie oft, wie intensiv setze ich mich mit der Informationssuche auseinander.
Ein riesengroßes Thema in dem Zusammenhang Informationsflut ist natürlich auch das, was jetzt in Zukunft auf uns zukommt. Sehr viele Verschwörungstheorien beschäftigen sich mit der Frage, wird das jemals wieder normal sein? Was dürfen wir uns von der Zukunft erhoffen? Werden wir jetzt für immer beobachtet? Wer bekommt eine Impfpflicht? Alle möglichen Fragen tauchen in dem Zusammenhang auf. Kannst du da an dieser Stelle jetzt schon einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben? Was wird uns noch erwarten? Also grundsätzlich ist so ein Blick in die Zukunft natürlich immer sehr, sehr schwierig. Vor allem deswegen, weil die Natur oft nicht genauso funktioniert, wie wir es gerne hätten oder uns das erwarten. Eine Sache dieser riesengroßen medialen Präsenz, die sicher positiv für unsere Zukunft ist, dass sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Zeit und vor allem auch sehr viel Geld hineinfließt, eine möglichst gute Behandlung gegen dieses Virus zu finden. Ob das jetzt eine Impfung ist oder verschiedene Medikamente, die das Virus irgendwie besser in Schach halten können, ist momentan noch nicht so klar. Aber ich gehe durchaus davon aus, dass irgendwann in den nächsten Monaten wir wieder zu einer relativ großen Normalität in unserem Leben zurückkehren können. Wie auch immer die dann aussieht, wichtig trotzdem ist es, wie du schon einmal erwähnt hast, dass wir auch lernen, im Hier und Jetzt unseren Alltag so zu gestalten, dass wir auch jetzt glücklich sein können. Denn dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wann diese mögliche Behandlung zu uns kommt und inwiefern wir damit besser umgehen können. Das ist ein sehr hoffnungsvoller Ausblick. Was würdest du trotzdem sagen aus deiner medizinischen Perspektive? Was können wir, jeder Einzelne, jede Einzelne von uns dazu beitragen, diese Normalität möglichst bald wieder zurückzubekommen? Als Einzelperson würde ich empfehlen, erstens einmal den gesunden Menschenverstand einschalten. Das bedeutet, nicht unbedingt jede Art von sozialer Konfrontation oder auch sozialem Kontakt vermeiden, sondern intelligent damit umgehen, dass ich zum Beispiel sage, wenn jetzt ein direkter Kontakt nicht möglich ist, dann versuche ich vielleicht auf Handy oder Internet auszuweichen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich jetzt verschiedene Menschen in meinem Leben, seien es Freunde oder Verwandte, besuche, mit ihnen Kontakt aufnehme und Zeit verbringe. Und auch hier zum Beispiel wäre es sinnvoll, dieses, wenn es möglich ist, unter freiem Himmel zu tun oder eben, wie diese Maßnahmen schon ausgerichtet sind, Maske zu tragen, Abstand zu halten, aber sich nicht von dieser Angst übermäßig anstecken zu lassen. Ich denke, dann ist es relativ bald möglich, fast normal zu leben. Aber wahrscheinlich bist du da viel mehr Expertin, gerade im Bereich der Psyche ist es besonders wichtig, wie können wir denn hier zur Normalität zurückfinden? Was hättest du vielleicht hier für Tipps und Tricks für uns? Ich würde vorschlagen, gestalten wir uns ein Stück Normalität selbst. Ja, warten wir nicht so sehr darauf, bis die Normalität von außen wiederkommt, sondern versuchen wir einfach ganz aktiv, uns unsere eigene Normalität zu schaffen. Und, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Gefühle wie Angst oder auch andere Emotionen, die wir als belastend empfinden, gehören zur Normalität einfach dazu. Bisher war es einfach so, dass wir durch unseren streng getakteten Alltag und das Muster, in das wir eingebettet waren, gar nicht so die Gelegenheit hatten wahrzunehmen, welche Emotionen uns begleiten. Das ist jetzt anders und diese Gelegenheit könnten wir nutzen, uns mit uns selbst und unseren Gefühlen auch auseinanderzusetzen. Allerdings in einer guten Balance. Das heißt, ich setze mich jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause hin und suhle mich in meiner Angst oder in meinem Ärger, sondern ich setze mich konstruktiv damit auseinander. Ich versuche herauszufinden, woher kommt meine Angst, wovor habe ich ganz genau Angst und was brauche ich vielleicht, um diese Angst zu lindern. Und ein ganz großer Punkt, wie wir auch eingangs schon hatten, um Angst zu lindern, ist das Vermitteln von Information und das fundierte, qualitative Wissen darüber. Das heißt, ich suche mir Informationen, ich hole mir externe Berater, die mir helfen können, mit diesem Gefühl umzugehen. Das kann, so wie heute, ein Mediziner sein, der mir die Fakten präsentiert. Das kann natürlich auch ein Psychologe oder eine Psychologin sein, die sich mit mir gemeinsam auf die Suche macht nach dem Ursprung meiner Angst. Aber auch mit mir gemeinsam Lösungswege, Lösungsmöglichkeiten findet, wie ich mit dieser Emotion umgehen kann. Das heißt, wenn ich hier nochmal einhaken darf, das Virus ist bei uns und es ist wirklich nicht ungefährlich. Aber im Endeffekt haben wir viel mehr Kontrolle über die ganze Situation, als wir meistens das Gefühl haben. Das heißt, wenn wir in den bestimmten Situationen richtig reagieren und sinnvollerweise die Maßnahmen annehmen, dann sind wir selbstbestimmt und können positiv in die Zukunft blicken. Dankeschön für den optimistischen Ausblick, Jonas.
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es teilt und unseren YouTube-Kanal abonniert, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bleibt gesund und alles Gute!